Servus Leute und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ich stehe hier im Schwarzwald bei absolut toller Sonne, kann fast nichts sehen, will mich aber nicht beschweren, denn dieses Auto hier neben mir, der Range Rover Sport mit 400 PS, Mildhybridisierung im Modelljahr 2020, präsentiere ich euch jetzt mit meinen 10 Fakten. Falls ihr noch mehr Bock auf uns habt, dann abonniert uns doch einfach auf Instagram, Facebook oder YouTube, würde mich riesig freuen. Und dann geht es auch schon los mit mir, dem Range Rover Sport und den 10 Fakten. Viel Spaß dabei! Kommen wir zu Fakt 1, nämlich der Geschichte bzw. der Frage, wo kommt der Range Rover Sport eigentlich her? Das erste Mal auf den Markt kam er 2005 mit einer anderen Plattform, nämlich mit der vom Land Rover Discovery. Ein paar Jahre später dann, 2013, kam die zweite Generation auf den Markt, dann mit der Plattform vom Range Rover mit 75% anderen Teilen wie der Range Rover und der ganzen Karosserie aus Alu. War also ein bisschen leichter damals dann beim Fahren. Auch wieder später, 2018, kam dann das Facelift auf den Markt mit einem Plug-in-Hybrid, konnte man also an der Steckdose laden, und dann 2019 der mildhybridisierte Motor, der hier steht. Ja, ich stehe noch immer in der Sonne und wir kommen jetzt zu Fakt Nummer 2, nämlich den Wettbewerbern. Und im Konzern, im britischen, da ist es natürlich der Range Rover, der große Bruder von Range Rover Sport. Der hier will ein bisschen sportlicher und kleiner sein und seit neuestem gibt es bei Range Rover auch den Velar. Gehen wir ein bisschen außerhalb des Konzerns am Gucken, müssen wir natürlich im Markt nach sportlichen Coupé-SUVs schauen. Und da fällt mir beispielsweise der Q8 ein, ein X6 von BMW, Mercedes GLS oder auch ein Porsche Cayenne. Falls es noch luxuriöser sein soll, hier mit größter Motorvariante beispielsweise, dann fällt mir der Bentley Bentayga oder der Lamborghini Urus ein. Kommen wir zu meinem Lieblingsfakt, nämlich Fakt 3, der Optik. Und da hat sich einiges verändert. Das Facelift gibt es jetzt seit 2018. Hier steht der Range Rover Sport jetzt im Modelljahr 2020. Und zwar ist einmal der Kühlergrill größer geworden und der Unterfahrschutz kleiner. Auch gibt es bei den Lichtern eine Änderung. Die sind jetzt etwas eckiger und nicht mehr so rund. Und es gibt 3 Varianten. Einmal das LED Matrix, einmal das Pixel LED und einmal das Pixel Laser. Wenn wir ein bisschen weiter rumgehen ums Auto, können wir uns noch mal kurz angucken. Es gibt auch das Black-Paket. Da sehen wir beispielsweise hier diese silbernen Elemente in schwarz. Was auch schwarz ist, ist beispielsweise der Lufteinsatz hier oben und aber auch die Kiemen. Hier haben wir jetzt 21 Zöller drauf und beim Dach gibt es auch verschiedene Varianten. Hier ist jetzt eher ein klassisches Design. Es gibt aber auch eine Kontrastlackierung. Es gibt ein Panoramadach und es gibt ein Panoramaschiebedach. Wenn wir jetzt weiter rumgehen, sehen wir auch, dass auch hier die Lichter neu sind, auch LED-Lichter. Die Verbindung zwischen den 2 Lichtern ist ein bisschen schmaler geworden und auch hier ist der Unterfahrschutz kleiner geworden. Kommen wir zum nächsten Fakt, nämlich den Innenraum. Und da hat sich nicht wirklich viel geändert seit dem Facelift. Wir haben hier relativ viele digitale Tachos. Wir haben hier zweimal ein 10 Zoll Display in der Mittelkonsole und hier vorne ein digitales Cockpit. Es lässt sich hier über den Knopf ganz einfach steuern. Da können wir jetzt hier verschiedene Dinge durchspielen, wie beispielsweise das Display vorne konfigurieren, das Head-Up-Display. Wir können Fahrzeugeinstellungen vornehmen, können uns Informationen zum Fahrzeug wie den Reifendruck einholen und können auch die Medien von hier aus steuern. Auch die Assistenzsysteme sind hier drüber einstellbar, was super einfach und übersichtlich ist. Wenn wir jetzt hier in der Mittelkonsole gucken, haben wir hier unten ein Display, mit dem man alles, was die Klima und die Sitze angeht, steuern kann. Man hat hier auch die Informationen über die Klimaanlage und kann auch die Sitzheizung super einfach einstellen. Kann hier jetzt beispielsweise den Rücken oder auch den Po schön warm einheizen. Und hier oben haben wir alles, was rund um Medien, Telefon und Navigation geht.
Wenn wir die Fahrmodi durchspielen möchten, muss man hier einfach auf diesen Knopf hier drücken. Und wir können wählen zwischen Dynamik, Eco, Komfortmodus und ein paar spezielleren Dingen wie ein Gras-Schotter-Schnee-Programm oder auch ein Schlamm-Spurillen-Programm. Und wir können das Auto hoch und runter fahren, je nach Geländevorkommen. Kommen wir zu Fakt 5, nämlich dem Kofferraum. Und der ist wirklich richtig riesig, nämlich 780 bis 1680 Liter Fassungsvermögen. Da passt so einiger Einkauf oder Bierkiste oder auch die neueste Shopping-Ergatterung rein. Öffnen lässt er sich hier mit einem einfachen Druck, ist elektronisch. Es gibt aber auch eine Gestensteuerung. Da muss man hier so ein bisschen mit dem Fuß rumwackeln und dann öffnet er sich auch. Die Rückbank lässt sich umlegen mit einem Verhältnis 60:40. Hier haben wir dann auch noch eine Mulde für das Reserverad. Und zumachen lässt er sich natürlich auch rein elektronisch, hier mit einem Knopf. Und ist meiner Meinung nach super praktisch. Ja, kommen wir zum nächsten Fakt, nämlich einer Nachtfahrt. Ich habe ja jetzt gesehen, im Internet wird irgendwie dieses ganze Point of View Night Drive immer beliebter. Also haben wir uns gedacht, der nächste Fakt, der findet jetzt nachts statt. Und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie cool hier drin alles aussieht. Wir haben hier einmal ein total beeindruckendes Infotainment hier in der Mitte, macht irgendwie schon den ganzen Innenraum super hell und auch das Cockpit sieht wirklich super toll aus. Auch das Ambiente-Light hier drin ist stilvoll, nicht zu viel. Und was ich euch auch zeigen wollte, sind die LED-Pixel-Laserlichter. Die sind super krass, weil sie blenden einerseits den Gegenverkehr aus, andererseits sehe ich wirklich alles hier. Also ich habe einen wahnsinnig großen Lichtteppich und auch am Straßenrand werden Dinge angeleuchtet, die man sonst normalerweise nicht sieht. Kommen wir zu Fakt 7 und zwar dem Sound von diesem 400 PS Monster. Und zwar springe ich jetzt rein und zeige den euch. Weiter geht's mit Fakt 8, nämlich den Motoren des Range Rover Sport. Und da gibt es insgesamt 3 Dieselmotoren und 5 Benzinmotoren. Das Leistungsspektrum geht dabei von 249 PS bis 575 PS. Es gibt einen Vierzylinder, es gibt Sechszylinder oder auch Achtzylinder-Motoren. Hier steht jetzt die mild-hybridisierte Variante mit einem 48 Volt Bordnetz. Das bedeutet, der rekuperiert. Wenn ich Gas gebe, wird die Anfahrt unterstützt und wenn ich bremse, lädt der Akku wieder auf. Der hier hat jetzt, wir können mal kurz reingucken, 400 PS und 550 Newtonmeter. Es gibt aber auch einen Plug-in-Hybrid, der lässt sich in der Steckdose laden und hat dann insgesamt 51 Kilometer elektrische Reichweite. Kommen wir zu meinem zweitliebsten Fakt, nämlich dem Fahren. Aber erstmal zeige ich euch hier den Schlüssel. So sieht er aus. Und dann würde ich sagen, starte ich mal den Motor und los geht's. Das Auto, ein paar technische Daten, hat 400 PS, wie schon gesagt, 550 Newtonmeter Drehmoment, ist in 6,2 Sekunden auf Tempo 100 und hat 225 km/h Maximalgeschwindigkeit. Hat meiner Meinung nach alles, was so ein Auto haben muss, weil es schafft den Spagat zwischen luxuriös, sportlich, komfortabel und irgendwie ist es auch noch ein Geländewagen. Also wirklich alles, was man so bei einem Auto haben möchte. Apropos, es hat auch einige Assistenzsysteme. Wir haben hier beispielsweise einen Spurhalteassistenten, wir haben Abstandsregeltempomaten, wir haben eine Schildererkennung und ganz, ganz viele Assistenzsysteme, die autonomes Fahren Level 2 garantieren. Kommen wir zum letzten Fakt, nämlich Fakt 10, den Preis. Und der beginnt bei 68.600 € mit der kleinsten Motorisierung, einem 300 PS Benziner. Wenn wir die 400 PS nehmen, sind wir schon bei 88.400 € und
So wie hier steht in der Ausstattungsvariante HSE beginnt das Ganze bei 94.300 €. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe den mal so durchkonfiguriert, wie er hier jetzt ganz genau so dasteht, und dann sind wir bei knapp 120.000 €, was meiner Meinung nach schon ein ordentliches Ding ist und nicht für jeden Geldbeutel zu haben ist. Das waren sie nun, meine 10 Fakten zum Range Rover Sport. Ich hoffe, das Video hat euch wirklich gefallen. Mir hat das Auto auf jeden Fall riesig gefallen. Ich bin wirklich traurig, dass ich jetzt wieder hergeben muss. Aber so ist das nun mal. Falls ihr noch mehr Bock auf uns habt, auf neue Autos, auf tolle Reviews, dann abonniert uns doch einfach auf Instagram, Facebook oder YouTube, würde mich riesig freuen. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da, wie findet ihr den Range Rover, wie findet ihr das Konzept von den 10 Fakten oder was auch immer. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.